Willkommen auf Schloss Greilstein bei der gräflichen Familie Kufstein. Das Schloss gehört meinen Eltern und die haben es von meinem Großvater übernommen. Es ist seit einigen Generationen im Besitz der Familie. Lebendige Geschichte, von Generation zu Generation getragen von den Erben Österreichs. Vom späten Mittelalter in die Zukunft, sorgfältig und mit Hingabe bewahrt und erhalten. In dunklen Stunden, genauso wie in glanzvollen Tagen. Geschichten von alten Gemäuern und starken Familien auf jahrtausendealtem österreichischem Boden. Wie lebt es sich heute in der Pracht von gestern? Wir sind hier im Waldviertel, genauer gesagt zwischen Horn und Zwettl, im wunderschönen Renaissance-Schloss Greilstein. Es ist 500 Jahre alt und hat alle Kriege mehr oder minder unbeschadet überstanden. Also es gibt hier ganz wunderbare Möglichkeiten, in die Geschichte einzutauchen. Das Schloss ist auf den Grundmauern einer mittelalterlichen Burg errichtet. Es diente als Verwaltungssitz für das sogenannte Land oberhalb der Enns, das heutige Niederösterreich. Bis heute bewohnen direkte Nachkommen des Erbauers das Schlossareal. Außerdem beherbergt das prächtige Gebäude ein Museum und dient als malerischer Veranstaltungsort für Konzerte, Hochzeiten und Gartenausstellungen. Das Haus, und das ist für mich das Faszinierende, ist seit der Erbauung im Besitz der gleichen Familie. Das ist wirklich ganz unglaublich. Die Familie Kufstein ist hier bereits in 15. Generation ansässig und das Haus ist natürlich ein Sitz der Familie und wird von der Familie auch bewohnt. Dieses gepflegte Nebengebäude ist die ehemalige Schlossgärtnerei. Hier lebt der derzeitige Besitzer Andreas Kufstein mit seiner Frau Elisabeth. Sie ist eine geborene Prinzessin von Bayern, somit Ururenkelin von Kaiserin Sissi und Wittelsbacherin. Sie stammt von Sissis Lieblingstochter Marie Valerie ab. Ihre Mutter ist eine der vielen Enkeln der Erzherzogin. Eine romantische Parallele, sie ist bereits die zweite Elisabeth von Bayern, die nach Österreich geheiratet hat. Gemeinsam pflegt das Grafenpaar heute mit viel Engagement das Erbe der kufsteinischen Ahnen. Die Ahnengalerie des Hauses erzählt eine lange Geschichte. Die Kufsteins sind ein altes Adelsgeschlecht, das über Jahrhunderte im Dienste des Kaiserhauses stand und großes Ansehen genoss. Vom Schloss Greilstein aus wurde lange Zeit Niederösterreich verwaltet. Es war somit auch ein Repräsentations- und Amtssitz. Heute erfüllt das Schloss keine offiziellen Aufgaben mehr. Als reiner Wohnsitz ist es viel zu groß. Von den 5 Kindern des Paares sind 4 bereits erwachsen und weggezogen. Die Kufsteins machen das Schloss daher gerne der Öffentlichkeit zugänglich. Du bist nicht nur in Bayern geboren worden und, glaube ich, die erste Schulzeit hast du da verbracht, du heißt auch Bayern. Wie hat es dich hier in das, sagen wir mal, tiefste Waldviertel verschlagen? Ganz einfach durch die Heirat. Ihr führt das Schloss als Familie. Habt ihr euch das ein bisschen aufgeteilt, wer macht was? Das Schloss mache ich mit dem ganzen Museumsbetrieb und Werbung und was halt dazugehört. Und der Andreas macht mehr den Forst. Du musst mir das ein bisschen näher beschreiben, was du da so machst.
Ja, alles, was anfällt. Also von natürlich an der Kasse Karten verkaufen, Führungen, die buchhalterischen Sachen, die mache ich aber auch für den Forst. Also Alles. alles, wie es halt so ist. Also mir macht schon auch mal Spaß, mir irgendwas auszumalen, aber jeden Tag brauche ich es nicht. Ich hab gern die Abwechslung. Und diese Abwechslung ist garantiert. Die Aufgaben, die rund um das Schloss für die gräfliche Familie anfallen, könnten nicht vielfältiger sein. Ihr selber wohnt auch nicht im Schloss. Ist das je zur Diskussion gestanden oder nie? Wir haben ganz am Anfang im Schloss gewohnt, aber wirklich zur Diskussion stand es auf Dauer nicht, weil das Problem ist, es sind hier überall noch die alten Fenster mit dem alten Fensterglas und die sind total undicht. Also das ist, da fährt der Wind durch. Der Andreas sagt, er kann sich erinnern, sie sind ausgezogen, da war er 6. Und da stand hier der Christbaum und wenn der Wind gegangen ist, waren die Kerzen aus am Christbaum. Ja. Wenn es hier im Weihnachten 16 Grad hatte, dann war es warm. Na gut, das will man nicht mehr. Das ist man auch nicht mehr gewohnt, das verstehe ich. Ja. Die schönen großen Fenster mit den mundgeblasenen Glasscheiben stehen unter Denkmalschutz. Aber sie haben natürlich keinen Dämmwert. Aber zum Beispiel unser Jüngster, der zieht im Sommer hier in 2 Räume ein im Schloss, weil er dann seine Ruhe hat, weil er findet, da kann er sich zurückziehen, hat seinen eigenen Bereich und das macht er jetzt seit 3 Jahren. Ah, okay. Weil er will seine Ruhe von euch haben. Ja. Das ist so, diese Halbwüchsigen, die müssen ja dann raus. Also, und wenn man die Möglichkeit hat. Karl Kufstein nutzt gerne die sogenannte Rote Halle zum Lernen oder um mit seinen Freunden gesellige Stunden zu verbringen. Wenn es nach den Eltern geht, wird er einmal der 16. Herr auf Greilenstein. Als Mitglied der örtlichen Feuerwehrjugend beweist der junge Mann beim Kamineinheizen größte Umsicht. Jeder macht hier im Schloss, was er gut kann. Ein Tätigkeitsschwerpunkt für die Familie Kufstein ist die Erforschung der Geschichte des Hauses und seiner Kunstschätze. Sie erzählen höchst lebendig von den früheren Schlossbesitzern. Wir stehen hier im sogenannten Türkensaal, benannt nach diesen wunderbaren Gemälden, die in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, entstanden sind. Im 17. Jahrhundert hat ja das Osmanische Reich seine größte Ausdehnung gehabt und es gab ständig Schwierigkeiten, Auseinandersetzungen mit dem Habsburgerreich. Man hat ständig Angst vor einer Invasion gehabt. Also hat der Kaiser reagiert. Er hat Hans Ludwig Kufstein nach Konstantinopel geschickt, um dort einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Verhandlungspartner war Sultan Murad IV., ein grausamer Tyrann. Hans Ludwig Kufstein brach 1628 vom Wiener Donaukanal aus nach Konstantinopel auf, als Sonderbotschafter von Kaiser Ferdinand II. Rund 180 Personen haben an dieser Gesandtschaft teilgenommen, darunter der Maler dieser Gemälde. Der hier unterzeichnete Waffenstillstand hielt über Jahrzehnte, bevor die nächsten Generationen 5 weitere Türkeneinfälle auf österreichischem Gebiet abwehren mussten. Heute wird der Türkensaal gerne für Schlosskonzerte genutzt. Die prächtige und wertvolle Holzdecke in diesem Raum ist nicht nur eine Zierde, sie sorgt auch für eine ausgezeichnete Akustik. Eine weit traurigere Mission hatte ein anderer kufsteinischer Diplomat, nämlich bei Sissis Tod. Ja, als die Kaiserin in Genf ermordet wurde, war der Graf Karl Kufstein österreichischer Gesandter in Bern, also in der Schweiz. Und dadurch war er dann zuständig für die ganzen offiziellen Abwicklungen, also sozusagen die Verbindung zwischen der Schweiz
und Wien. Er war auch derjenige, der offiziell dem Kaiser vom Ableben der Kaiserin Bescheid geben musste. Er hat dann auch den Leichnam der Kaiserin natürlich begleitet nach Wien. Also da war er ganz eng involviert in diese ganze Geschichte. Am 10. September des Jahres 1898 wurde die Ururoma von Elisabeth Kufstein Opfer eines tödlichen Attentats. Der Tod der damals 61-jährigen Sisi machte Kaiser Franz Josef zum tief trauernden Witwer. Karl Graf Kufstein als Botschafter in der Schweiz hielt in Vertretung des Wiener Hofes Totenwache am Sterbebett der Kaiserin und organisierte die Überführung des Sarges nach Wien. Elisabeth wurde unter großer Anteilnahme der Bevölkerung zur Bestattung in die Kapuzinergruft geleitet. Für seine treuen Dienste wurde Graf Kufstein der höchste habsburgische Orden verliehen, das berühmte Goldene Vlies. Die Originalurkunde ist im großen Festsaal des Schlosses ausgestellt. Das Schloss erzählt ein faszinierendes Stück österreichische Geschichte. Und liebevoll gepflegt wird dieses reiche kulturelle Erbe, wie in so vielen Fällen, von den heutigen Eigentümern. Und zwar nicht nur die Gebäude und ihre kostbare Innenausstattung, sondern die ganze Anlage, die dazugehört. Zu einem Schloss gehört meistens auch Land, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber das Ganze ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil es das Einkommen und somit auch den Erhalt des Schlosses sichert. Hier ist das der Wald, hier werden Bäume gefällt und damit das Einkommen des Schlossherrn gesichert. Greilenstein ist flächenmäßig nie eine große Herrschaft gewesen. Der Erhalt des Schlosses war mangels reicher Erträge für viele Vorbesitzer eine Herausforderung. Nicht immer blühten bunte Blumen. Es sprengten Mauerrisse Dach und Turm. In den Gemäuern blieb das Schicksal hängen, erlebtes Ungestüm bei Wind und Sturm. Ackerland war kaum vorhanden. Dafür bietet sich das Umland seit jeher für die Jagd an. Als die benachbarte Burg Schauenstein dazu erworben wurde, hat sich der Waldbesitz vergrößert. Der Kampfluss bringt zusätzlich kleine Einkünfte aus der Fischerei. Bis heute bewirtschaftet die Familie Kufstein Wälder und Gewässer. Die Burgruine Schauenstein ist ein beliebtes Ausflugsziel. Schlossherr Andreas Kufstein ist täglich in seinen Wäldern unterwegs. Die Landwirtschaft macht sie selber oder ein bisschen oder sitzt du am Traktor? Nein, gar nicht. Landwirtschaft ist verpachtet, weil für die Park der Landwirtschaft zahlen sich die Maschinen eigentlich nicht aus für uns. Und früher war ein bisschen mehr Landwirtschaft dabei, aber das waren Streufelder und die hat der Papi verkauft, um die Forststraßen zu bauen, die auch ein Höllengeld kosten. Die Erträge der Forstwirtschaft sind stark von Witterungen und von Schädlingen abhängig. Borkenkäfer und kranke Eschen mindern den wirtschaftlichen Erfolg. Im Wald machst du Sachen selber, tust du auszeichnen, also das heißt Bäume bestimmen, die dann gefällt werden. Bringst du dich da selber ein? Ja, die auszeichnen oder zumindest mit der Schlägerungsfirma das anschauen, was rauskommt. Und wir haben eine Firma, die seit 25 Jahren für uns arbeitet und denen kann man wirklich gut vertrauen, wenn man denen das erklärt, wie der Bestand nachher ausschauen soll, dann ist es auch so. Das ist eine Aufgabe, die zu stemmen ist, aber nicht immer so leicht ist, weil ihr dieses prachtvolle Schloss habt, das ja irgendwie erhalten werden muss. Und ich nehme an, das ist aber eine große Herausforderung. Es ist leider eine Sisyphus-Arbeit, weil kaum ist man an einer Stelle fertig, fängt schon wieder an der nächsten an. Und die Kosten sind leider
narrisch und in keinster Weise in Relation zu unseren Einnahmen aus dem Forst. Die Wehrburg aus dem 11. Jahrhundert wurde im Mittelalter angekauft, abgetragen und als Renaissanceschloss wieder aufgebaut. Barockjuwele gibt es in Niederösterreich ja einige, aber Greillenstein ist ein Renaissancejuwel, also eine Spur älter. Man muss sich das einmal vorstellen, seit 300 Jahren ist, abgesehen von ein paar kleinen Barockisierungen, so gut wie baulich nichts verändert worden und das ist wirklich einzigartig. Der Architekt war ein italienischer Baumeister. Ein späteres Besitzerpaar hat sich eine Barockisierung mit Zogeldorfer Sandstein geleistet, wie er auch in Schönbrunn, der Hofburg und am Stephansdom verwendet wurde. Im Barock wurde auch der Park zum Lustwandeln hergerichtet. Der junge Grillparzer schrieb von seiner Sommerfrische auf Greillenstein an seine Mutter: Es geht mir gut, denn hier herum ist alles herrlich und ich habe alles, was ich mir wünschen kann. Wenn ein Haus schon 500 Jahre steht, ist der Wunsch natürlich groß, es für weitere Jahrhunderte zu erhalten. Höchste Priorität hat daher die Finanzierung der Instandhaltung. Rund 500.000 € muss in nächster Zeit allein für die Fassade und das Dach aufgebracht werden. Familie Kufstein arbeitet vorzugsweise mit Betrieben aus der unmittelbaren Nachbarschaft zusammen. Das Haus ist eigentlich in einem unglaublich guten Zustand. Ja, also als Laie gesehen, du lachst. also, Wo immer man hinschaut, sieht man, was zu machen wäre. ja, gut, das ist ja immer ein Spiel, du reparierst das und dann Ja. beginnst du da wieder. Ich glaube, das ist ja ein Spiel, das nie aufhört. Das hört bei so einem Haus nie auf. Nein. Ja. Werdet ihr ganz gut unterstützt? Müsst ihr das alles selber aufbringen bei so einem großen Gebäude und einem Renaissance-Schloss? Es ist eben einfach nicht mehr machbar, alles selber zu machen. Vor allem jetzt ist das Projekt, das Große ist das Dach. Weil was nützt im Haus viel herzurichten, wenn das Dach undicht ist? Dann ist sofort wieder alles kaputt. Ich habe nur gesehen, unten beim Hereingehen irgendeine Aktion, wo man, glaube ich, Dachziegel irgendwie spenden kann oder kaufen kann. Ja. Was ist das? Ja, das haben wir angefangen eben jetzt fürs Dach, dass die Leute eine Spende geben und dann können sie auf dem Dachziegel unterschreiben. Und das wird dann so eingedeckt, dass man dann die ganzen Unterschriften sieht von den Spendern. Vor allem Elisabeth Kufstein ist unermüdlich im Einsatz, um das Schloss und den Park zu beleben, zu bewirtschaften und zu vermieten. Schlösser haben natürlich auch der Repräsentation gedient. Man wollte zeigen, was man hat. Darüber hinaus hat man sehr, sehr oft Gäste empfangen oder ist in der Gegend herumgefahren und hat die anderen Schlossbesitzer besucht. Bei diesen Gelegenheiten hat man gerne gespielt. Daher kommt ja auch der Begriff Gesellschaftsspiele. Und hier in Greillenstein gibt es einen wunderbaren alten Spielsalon mit den verschiedensten Spielen, die hier ausgestellt sind. Diese schöne Rokoko-Tapete schmückt den sogenannten Rauchsalon, in dem sich die Herren abends zum Kartenspielen versammelt haben. Spiele haben sich durch das eifrige Reisen der Adeligen verbreitet. Und somit sind einige Kartenspiele und ihre Regeln in ganz Europa bekannt geworden. Manchmal wurde um Geld oder Besitz gespielt. Und einige Herrschaften haben an so einem Abend sogar ihre Existenz ruiniert. Andere Spiele haben einen gewissen Grad an Bildung vorausgesetzt. Sie waren also ein Privileg der höheren Stände. Schach erfreute sich zu allen Zeiten großer Beliebtheit, wie auch hier im Hause Kufstein. Ein Foto aus dem Privatarchiv. Gibt es diese Tradition ein bisschen heute noch hier? Spielt ihr noch heute irgendwelche Sachen? Also zu Hause mit den Kindern natürlich, wie es so ist. Ich meine, es gab Zeiten, wo sie alle das blöd gefunden haben. Aber inzwischen ist es schon wieder, dass wenn so die ganze Bagage und die ganzen Cousins und Cousinen sitzen, dann sitzen sie, ich weiß nicht, zu 15 unter einem Tisch und spielen Karten. Du auch? Ja, dann spiele ich schon mit, ja. Okay. Fuchs und Henne wurde als ein Spiel geschätzt, das militärische Strategien übt und perfektioniert.
das kleine Manöver am Kaminfeuer für Kadetten ein vergnügliches Training. War kein Spielpartner verfügbar, hat man sich gerne mit Solitär die Zeit vertrieben. All die Spiele, die sich im Schloss über die Jahrhunderte angesammelt haben, hat Schlossherrin Elisabeth Kufstein liebevoll in einer Dauerausstellung zusammengefügt. Handgefertigte Brettspiele für mehrere Personen finden sich hier ebenso wie eine Sammlung von Lernkarten zu den Wissensgebieten Geschichte und Religion. Eine sinnvolle Beschäftigung, wenn einmal keine Gäste auf dem Schloss weilten. Diese hübsche Spielesammlung ist nur eine der Ausstellungen, die das Schlossmuseum zeigt. War immer konzipiert schon ein bisschen als Museum oder eigentlich gar nicht? Naja, das haben dann die Schwiegereltern gemacht. Nachdem sie, oder eigentlich vor sie ausgezogen sind, 1959 haben sie es dann als Museum geöffnet. Es war sicher nach dem Krieg, waren es einer der ersten, aber es ist nicht das erste Schlossmuseum in Österreich. Da gibt es andere, die waren aber dann Schlösser, das stimmt schon, die nicht bewohnt waren. Prachtvolle Räume, die so aussehen, als wären sie gerade verlassen worden, sind die beiden Bibliotheken des Hauses. Als ob die Zeit stehen geblieben wäre, stapeln sich hier Zeitschriften und Bücher aus früheren Jahrhunderten. Greilenstein war unter den ersten Adelssitzen, die elektrisches Licht bekommen haben. Für eine offensichtlich lesefreudige Familie ein großer Vorteil. Das bevorzugte Wissensgebiet war, der Lektüre nach zu urteilen, die europäische Geschichte. Schlossherrschaft und Künstler waren oft in ganz enger Verbindung. Nona, Schlossherrschaft, hatte meistens Geld, konnte Kunst ankaufen und Kunst und Künstler fördern. Das haben auch die Kufsteins gemacht, und zwar sehr, sehr vielfältig. Maler, Dichter und Musiker. So waren die Kufsteins zum Beispiel Mitbegründer des Wiener Musikvereins. Sie standen in Kontakt zu Mendelssohn-Bartholdy, Johann Strauss, Franz Liszt und dem Ehepaar Robert und Clara Schumann. Auch Dichter lagen den Kufsteins am Herzen. Es gab Briefwechsel mit Bertha von Suttner, Heinrich Heine und mit Wolfgang von Goethe. Gleich in dem Anfange meines Briefes werden Sie meinen Fehler finden, nämlich, dass ich so bekannt an Ihren schreibe, als wenn ich Sie schon 100 Jahre kennete. Aber was hilft's? Dies ist einmal etwas, das ich mir nicht abgewöhnen kann. Neben diverser Literatur würdigten die Schlossbewohner zu allen Zeiten ein Buch ganz besonders: die Heilige Bibel. Die Kufsteins waren ja ursprünglich Protestanten, und das spiegelt sich auch hier in dieser doch sehr schönen, aber schlichten Kapelle wider. Im 17. Jahrhundert hat sich der wichtigste Kufstein dann überlegt. Er ist konvertiert, er ist katholisch geworden und nach auch die gesamte Familie. Und man munkelt, dass dieser Akt auch ganz gern gesehen wurde beim Kaiser, beim streng katholischen Habsburger Kaiser. Mit dem Katholizismus kam die Marienverehrung. Die Mutter Gottes wird bei den Kufsteins bis heute geschätzt. So heißen alle 4 Töchter des Hauses mit dem ersten Vornamen Marie. Die Abwendung vom protestantischen Glauben soll aus Überzeugung geschehen sein. Da gibt es einen sehr schönen Korrespondenz zwischen den Brüdern. Das waren 3 Brüder, 2 sind konvertiert. Der Besitzer von Greilenstein und sein Bruder Hans Ludwig, der ja dann als Diplomat nach Konstantinopel geschickt wurde. Und der mittlere Bruder ist Protestant geblieben. Und der hat seinem Bruder also in einem Brief vorgeworfen an den Greilensteiner, dass er aus Opportunismus katholisch geworden sei. Und da hat ihm in einem Antwortbrief, den es auch noch gibt, der Hans Jakob dargelegt, dass er aus Überzeugung katholisch geworden sei. Also offensichtlich war die Gegenreformation da sehr gründlich. Ich habe schon gedacht, dass man es damals gemacht hat, um irgendwie dem Habsburger näher zu sein oder irgendwie.
Sie waren immer die ganze Zeit kaisertreu und sie waren kaiserliche Räte trotz Protestantismus. Also sie waren immer sehr nah den Habsburgern. Aber eben diese Korrespondenz, die vorhanden ist, zeigt, dass es, ich meine, ob er da die Wahrheit geschrieben hat, wissen wir natürlich heute nicht. Das kann man nicht. Ja. Die Bayern waren immer katholisch oder auch Protestanten? Die waren halbe. Okay. Ja, die Münchner waren katholisch, wobei die heutigen Bayern ja von der Pfälzer Linie, also der protestantischen, abstammen. Und auch noch Protestanten sind? Nein, nein, längst nicht mehr. Okay. Das heißt, du warst auch nie evangelisch, sondern du warst katholisch. Nein. Und da hat es, glaube ich, einen Kufstein gegeben, der alle seine Söhne im Vornamen war Gott involviert, oder? Mhm. Das war der Hans Ludwig, der Botschafter an die Hohe Pforte. Der hat in erster Ehe mit seiner Frau 15 Kinder gekriegt. Keines dieser Kinder ist älter als 3 Tage geworden. Sehr viele schon tot zur Welt gekommen. Und bei der Geburt des 15. sind Mutter und Kind gestorben. Und so zeigt der dürre Lebensbaum der unseligen Anna-Maria von der Rosenburg eine welke schwarze Rose und 14 gebrochene Eicheln. Ein Symbol für die verstorbenen Kinder. Kein Adel, Tugend noch Gestalt hilft wider Todesgewalt. Nach diesem Schicksalsschlag hat Hans Ludwig erneut geheiratet und ein Gelübde abgelegt. Wenn er einen gesunden Sohn bekäme, würde er ihn zum Dank nach Gott benennen. Und dann sind ihm 9 Söhne geschenkt worden. Die hießen dann Hilf Gott und Lob Gott und Preis Gott und Ehr Gott. Und da muss das sehr fantasievoll sein. Unglaublich. Stammt ihr von dieser Linie oder eben vom Bruder ab, der in Greillenstein schon gesessen ist? Vom Bruder der Greillensteiner Linie stammen wir aus. Okay. Der Hans Ludwig ist dann nach Oberösterreich gegangen. Das war die oberösterreichische Linie, die Ende des 18. Jahrhunderts ausgestorben ist. Die Greillensteiner Linie hingegen ist bis heute mit vielen Nachkommen gesegnet. Und so hatte das Schloss eine lückenlose Besitzfolge innerhalb der Familie. Das Wappen der Kufsteins zeigt neben dem für Rittergeschlechter üblichen Helm eine meist schwarz dargestellte Figur mit Schwert und Krone. Die tiefere Bedeutung des Motivs ist nicht eindeutig geklärt. Man findet es aber an vielen Orten im Schloss. Schlösser waren sehr, sehr oft auch der Verwaltungssitz für die umliegenden Ortschaften. Und hier in Greillenstein hat sich so eine originale Amtsstube erhalten. Schaut faszinierend aus und sogar die Büromöbel aus der damaligen Zeit sind noch immer da. Es war immerhin der Sitz des Vizedoms von Niederösterreich, was ungefähr dem heutigen Landeshauptmann-Stellvertreter entspricht. Auf Greillenstein wurden etwa diverse Kassen und der Handel verwaltet, Wohnsitze und Eigentumsverhältnisse niedergeschrieben, Steuern eingehoben, Soldaten rekrutiert und Recht gesprochen. In der eindrucksvollen Registratur des Schlosses liegen noch Originalakten aus mehreren 100 Jahren auf, die auf Erforschung warten. Der Kachelofen dieses Raums begeistert Kunsthistoriker. Auf den handgemachten Fliesen sind die 7 Tugenden dargestellt. Ein schönes Thema für einen Ort, an dem die Gesetze gehütet wurden. Ein weiterer Höhepunkt hier in Greillenstein ist der Gerichtssaal, der einzige, der in dieser Form in Österreich erhalten geblieben ist. Es gibt auch noch die Gerichtsakten und die Einrichtung hat man genannt, die Gerichtsschranke. Warum, weiß ich nicht, aber
es ist so. Greilstein war ja ein ganz wichtiger Ort für die Gesetzgebung und der Kaiser hat den Kufsteins die hohe Gerichtsbarkeit verliehen. Was war gemeint? Ein eigener Jurist war hier beschäftigt. Ja, auch hier im Gerichtssaal ist noch die Originaleinrichtung erhalten. Das ist die einzige Landgerichtsschranke, die in Österreich erhalten ist. Schranke hieß dieses Möbelstück deshalb, weil man als Zeuge, Angeklagter oder Zuhörer die dadurch entstehende Linie nicht überschreiten durfte. Ein ans Schloss berufener Jurist war eine hohe Autorität und hatte eine Lebensstellung inne. Hohe Gerichtsbarkeit bedeutet, dass eine sehr breite Palette an Fällen direkt am Schloss abgehandelt werden konnte. Die jeweils aktuell erlassenen Gesetzblätter, sogenannte Zirkulare, liegen bis heute gesammelt hier auf. Als hochrangige Ministeriale des Kaisers hatten die Kufsteins den Blutbann, durften also auch Todesurteile und Folter verhängen. Das Schloss hatte aber keinen Galgen und es wurden selten extreme Strafen verhängt. Die Gerichtsakten, die hier sind, geben ein ganz interessantes und buntes Bild und zeigen vor allem, dass sehr individuell je nach Fall entschieden wurde, nicht unbedingt nur ganz streng nach dem Gesetzbuch, sondern zum Teil sehr milde, zum Teil sehr hart. Und zum Beispiel hier sehen Sie einen 5-Guldenschein, das ist ein gefälschter 5-Guldenschein. Der angeklagte Besitzer dieses Scheines konnte aber glaubhaft versichern, dass er selbst Geschädigter war und nicht der gesuchte Fälscher. Er wurde im Zweifel freigesprochen. Viele weitere spannende Geschichten warten auf ihre Aufarbeitung. Eine Aufgabe, der sich Marie-Caroline Lammerhuber gerne widmet. Sie ist eine der 4 Kufsteintöchter, die auf Schloss Greilnstein aufgewachsen sind. Löbliches Kriminalgericht. Ich kehrte am 29. des verflossenen Monats, so um 10 Uhr abends, von Brunn zurück, den Johann auf dem folgenden Tag zum Dachanker zu bestellen. Um diese alten Sachen lesen zu können, die sind alle in kurrent, braucht man ein bisschen Übung. Je nach Verfassung des Schreibers bzw. Handschrift des Schreibers ist es einfacher oder schwieriger, das zu lesen. Und je mehr man davon gelesen hat, desto besser geht es auch. In diesem konkreten Fall geht es um Körperverletzung. Da haben 2 junge Burschen einen älteren Herrn zusammengeschlagen. Weitere Details weiß ich noch nicht, also ich bin noch nicht bis zu den Zeugenvernehmungen gekommen. In den bereits erforschten Kriminalprozessen ging es häufig um Diebstähle. Aber auch Mord und Totschlag kamen hier vor den Richter. Die Verlegung von Grenzsteinen dürfte nicht ganz ungewöhnlich gewesen sein. Und sehr oft wurde der Verdacht auf Brandstiftung erhoben. Auf Anfrage können Besucherinnen und Besucher im Schloss eine Sonderführung mit Verhandlung erleben. Und hat ein Feuer entdeckt. Und der Ortsrichter hat dann diesen Fall beim Landgericht Greilnstein angezeigt. Sie sehen jetzt einen kleinen Auszug aus dem Originalprotokoll dieser Verhandlung. Es ist erhoben, dass Deponentin bei der vorgeblichen Entdeckung des gelegten Feuers einen außerordentlichen Lärme gemacht hat, welches wahrscheinlich darum geschah, um die in dem Wochenbett liegende Schwiegertochter, mit dem sie sich nicht wohl vertragen kann, in Schrecken zu versetzen. Unser Herr, Gott soll vom Himmel steigen, wenn mir das vorgehalten war. Wozu die Leute dann verurteilt wurden, da steht in eigenen Kriminalprotokollen und von denen sind leider gar nicht alle erhalten, beziehungsweise habe ich teilweise noch nicht die richtigen gefunden. Also da muss ich noch ein bisschen suchen. Nach und nach sollen die Akten aufgearbeitet werden. Das ungeheizte Schloss liefert die idealen Temperaturen für eine Lagerung des alten Papiers. Im ältesten Teil des Schlosses ist ein Verlies erhalten.
So milde in manchen Fällen geurteilt wurde, so hart fiel einmal auf Greilnstein ein Urteil aus, als ein junger Bursch eine Bäuerin als dreckige alte Sau beschimpft hat. Seine Strafe? 3 Tage Kerker bei Wasser und Brot, um darüber nachzudenken, welchen Ton man gegenüber anderen einschlagen sollte. Die Jahrhunderte gesehen, werden, wachsen und vergehen. Wird vergehen, so wie sie, keine Spur wird übrig bleiben. Greilnstein hat einen eigenen Schlossgeist. Der junge Franz Grillparzer hat sich zeitweise im Schloss aufgehalten und hier gedichtet. Seine Cousine war mit dem Verwalter verheiratet und so genoss Grillparzer deren Gastfreundschaft in den prächtigen Räumlichkeiten. Als er einmal nachts bei Kerzenlicht durch die Gänge marschierte, erschreckte er sich fürchterlich vor einem Gemälde, das ihn mit den Augen zu verfolgen schien. Angeblich hat dieses Erlebnis Grillparzer inspiriert, eine Gespenstergeschichte zu schreiben. Sein Drama »Die Ahnfrau« kam ins Theater. Wer die Dame auf dem Bild ist, wissen die Greilnsteiner nicht. Es ist auf jeden Fall ein Brautbild, denn früher hat man in Schwarz geheiratet. Stoffe tiefschwarz zu färben war kostspielig und daher war es die Farbe von Luxus, Rang und Festlichkeit. Schlossgespenster sind bei Besuchern immer sehr gefragt. Und so bieten die Kinder der Kufsteins eigene Geisterführungen an. Zu erzählen gibt es genug über ein Haus, das seit dem Mittelalter steht. Gleich bitte durchschlafen. Das ist gut. Hier ist es recht dunkel, aber Sie werden merken, in einigen Minuten haben sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt. Es gibt hier ein geheimes Labor. Dieses Labor hat Johann Ferdinand II. Errichten lassen, denn er war Alchemist. Johann Ferdinand hat nicht versucht, aus Steinen Gold herzustellen, sondern kleine Menschen zu züchten, Homunculis. Die waren zwischen 5 und 10 Zentimeter groß und konnten nur in einem Glas in einer bestimmten Flüssigkeit überleben. Also am meisten Spaß macht so mir das Rasenmähen. Da sitze ich einfach gern drauf, das ist am angenehmsten. Und sonst auch, wenn wir irgendwelche Räume jetzt ausräumen müssen, putzen, ist eigentlich alles dabei. Das, was ich überhaupt nicht mag, ist Fenster putzen. Das mache ich am wenigsten gern. Alle 5 Kufsteinkinder packen im Schloss an, wo es geht. Die Familie hält fest zusammen, um die Gebäude und den Park zu erhalten. Die erwachsenen Kufsteintöchter leben zwar nicht mehr im Schloss und haben eigene Berufe und Familien, aber sie kehren immer wieder zurück, um zu helfen und den Besitz für die Zukunft zu sichern. Und natürlich, um große Familienfeste zu feiern, wie Marie-Caroline und ihr Mann Matthias, die kürzlich hier geheiratet haben. Greilnstein wird immer ihr Elternhaus und Familiensitz bleiben. Es ist jetzt nicht sehr viel Unterschied, in einem Schloss zu wohnen als normal. Man hat nur mehr Bewegungsfreiheit, aber auch einiges mehr an Pflichten. Zum Beispiel zu Hause mitzuhelfen. Es ist jetzt nicht nur im Garten oder in der Küche oder mit der Familie, sondern auch Führungen machen im Betrieb. Meine Mutter und meine Schwester machen die Führungen selber und ich arbeite im Hintergrund. Viele Veranstaltungen im Schloss sorgen dafür, dass immer etwas los ist. Jeder erwirtschaftete Euro fließt in die Sanierung und Erhaltung des Hauses. Diesen kulturellen Schatz zu pflegen, ist den Kufsteins ein Herzensanliegen. Eine große Verantwortung, die mit Verzicht und Mühe verbunden ist. Selbst für den Jüngsten, der noch die Schule besucht und bei den Altenburger Sängerknaben singt. Am besten gefällt mir im Schloss, wenn man jetzt Sachen reparieren muss, da man da immer kreativ sein muss und verschiedene Lösungswege immer finden muss und nie dieselbe Arbeit ist.
Der junge Graf freut sich aber auch über die angenehmen Seiten eines Lebens am Schloss. Er geht gerne jagen und fischen. Fast alle Familienmitglieder haben die Jagdprüfung. Selbst die Zugeheirateten können sich dafür begeistern. Und so trägt die junge Generation das Lebensgefühl des herrschaftlichen Residierens von früher noch ein wenig weiter. Hast du immer schon gewusst, dass du diesen Betrieb übernehmen wirst? Oder waren da andere auch, die Geschwister oder was? Oder hat es immer geheißen, du machst das, der Andreas macht das? Nein, es hat sich dann eben ergeben. Ich war in Wien bei der CA lange Zeit und das hat sich dann eben so ergeben. Das wolltest du auch immer, wenn du bist aufgewachsen hier, das war sehr herrlich. War das immer ein Wunsch von dir? Ja, aber mit Geschwistern weiß man nie, wie das sich wirklich genau ergeben wird. Aber ich bin sehr zufrieden. So, ja. Und so schätzt sich die Familie Kufstein glücklich, so großzügig wohnen zu dürfen, inmitten herrlicher Ruhe und Natur. 13 Hühner liefern die Frühstückseier, von 3 prächtigen Hähnen gut bewacht. Der Hausherr nützt jede Gelegenheit, mit seinem Hund Pico in den Wald zu gehen. Haustiere, Gäste und Enkelkinder können sich nach Herzenslust auf dem Areal ausbreiten. Und vom Arbeitsplatz ist es nicht weit nach Hause, in die ehemalige Orangerie, die innen komfortabel ausgebaut ist. Dabei hat auch das Schloss selbst einst allerhöchsten Ansprüchen genügt. Schloss Greillenstein hat eine Renaissance-Badestube, was auf einem einfachen Landsitz-Adeliger nicht üblich war. Die raffinierte Warmwasseraufbereitung ist noch zu besichtigen. Sauberes Wasser hatte aber nur die Herrschaft. Das Gesinde musste mit dem gebrauchten Wasser Vorlieb nehmen und wurde nicht selten krank. Daher kommt das geflügelte Wort etwas ausbaden müssen. Baden war früher eine gesellige Angelegenheit. Es wurde gegessen, getrunken und gefeiert, wie auch heute noch auf Schloss Greillenstein. Die Festsäle bieten einen prächtigen Rahmen für Veranstaltungen und Zusammenkünfte in der Region. Und wer die Niederösterreicher kennt, weiß, dass sie Geselligkeit, Kultur und vor allem die Kulinarik immer schätzen. Musikalische Aufführungen haben bei den Kufsteins eine lange Tradition. Der Vater von Andreas Kufstein gilt sogar als Pionier in Sachen öffentliche Schlosskonzerte. Eine Idee, die heute fast jeder Schlossherr übernommen hat. Und so bringt die gräfliche Familie Kufstein ein schönes Stück alten Schlosslebens unters Volk.